Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg. Da kommen unweigerlich Erinnerungen auf. Beziehungsweise hoch. Mach mich hoch! 1:0 für Köln! Nobby, wir machen dich hoch, jetzt im Feiertagsmagazin. Habt ihr auch gerade wieder eine Gänsehaut bekommen? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir hoffen natürlich auch auf den ein oder anderen Gänsehautmoment beim morgigen Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Es ist eine englische Woche und von daher ist auch ein internationaler Gast heute bei mir. Jakob Brun-Larsen, Däne und Dortmunder Jung. Hier im Kreuzviertel, mitten in der Stadt, fühlt er sich am wohlsten. Dass er seinen Weg gehen würde, das war manch einem schon vor einigen Jahren klar. Es kommen ganz junge, hochtalentierte Burschen nach, wo ich jetzt schon heulen könnte, dass ich sie nicht trainieren werde. Gemeint ist der meisterliche 98er-Jahrgang mit Pulisic, Paslak, Burnic, Serra und eben Brun-Larsen. Der entwickelt sich in der U19 zum absoluten Leistungsträger, Torschützenkönig, Derbyhelden. Und beim Profidebüt im Pokal gegen Union, zumindest fürs schwarz-gelbe Herz, der Torschütze zum wichtigen Ausgleich. In dieser Spielzeit gehört der Youngster zu den klaren Gewinnern bei Schwarz-Gelb. Begeistert mit Spielfreude und Toren. Dreierpack gegen Zürich, Viererpack gar in Osnabrück. Privat hat Jakob Brun-Larsen seinen Platz bereits mitten in Dortmund gefunden. Setzt er seine positive Entwicklung fort, steht sein sportliches Wohnzimmer ein paar Kilometer weiter an der Strobelallee. Ja, und zwar genau hinter mir oder hinter uns. Heute ist er bei mir zu Gast, Jakob Brun-Larsen. Schön, dass du bei mir bist. Premiere im Feiertagsmagazin. Das freut natürlich nicht nur mich, sondern auch unsere Zuschauer, ganz klar. Wir haben dich gerade im Kreuzviertel gesehen. Du wohnst dort. Was gefällt dir besonders an der Gegend? Ja, du kommst leicht überall hin und ja, ich finde das ganz, ganz schön und ich war immer so ein Stadtmensch und deswegen fällt es mir gut ein. Jetzt müssen wir mal was aufklären, weil wir alle nicht Bescheid wissen, was richtig ist. Bei deinem Debüt stand hinten auf dem Rücken Larsen. Auf deinem Trikot inzwischen Brun-Larsen. Was ist denn? Heißt du jetzt Jakob Brun-Larsen oder Jakob Brun-Larsen? Also meine Mutters, ja, meine Mutters Nachname ist Brun und mein Vater ist Larsen. Und dann haben wir, meine Schwester und ich, die einen Nachnamen von beiden genommen und mein Nachname ist dann Brun-Larsen. Ganz genau, Jakob Brun-Larsen. Normal in Deutschland würde man einen Bindestrich dazwischen machen. Ja, nee, das ist... in Dänemark habt ihr vergessen, ne? Ja, genau. Das ist uns egal. Ja, jetzt wissen wir es und jetzt sind wir irgendwie auch froh, ne? Für mich ist das ja auch interessant, wenn ich im Stadion sage Jakob und sie sagen Brun-Larsen oder ich sage Jakob Brun. Ja, also ich glaube, die Stimmung ist laut besser, wenn du Jakob Brun sagst, aber am Ende ist das... Ist das falsch? Ja. Dann werden wir es auch nicht machen. Ist nee. Ja, dieser oft zitierte 98er-Jahrgang, unter anderem mit Christian Pulisic und dir, ihr seid mehrfach Meister geworden. War euch damals auch schon klar, dass das eine ganz außergewöhnliche Mannschaft oder ein ganz außergewöhnliches Team ist? Ich glaube, wir wussten nicht, dass wir so gut waren, wie wir am Ende waren. Und ja, wir haben ja im U19 mit sehr vielen jungen Jahrgängen gespielt und ja, alles war ein bisschen leichter damals, auch außerhalb des Platzes und ja, der Mannschaft war einfach gut integriert. Wir kennen uns alle sehr gut und mit dem Trainer auch. Ja,
dass wir alles gewonnen haben, was möglich war, ist natürlich sehr, sehr schön. Warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Hartes Arbeit. In Dänemark? Nee, also ein bisschen, aber war nicht gut in der Schule. Und dann habe ich das alles hier mitbekommen und sehr, sehr viele Stunden Deutsch gelernt. Kompliment, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, du bist ja genau wie Christian Pulisic Anfang 2015 zum BVB gekommen. Euch verbindet eine gemeinsame Geschichte und natürlich eine Freundschaft inzwischen. Und deshalb hat Christian mal eine Frage an dich bei der Rubrik Sag doch mal. Jakob, du hast mir ein Geburtstagsgeschenk versprochen. Was war das nochmal? Die Frage gebe ich jetzt natürlich mal direkt weiter. Christian hatte ja letzte Woche Geburtstag beim Spiel gegen Brügge. Genau. Ich weiß nicht, ob das gefilmt nach dem Spiel oder vor dem Spiel war, aber ich habe denen gesagt, weil der Putzfrau von unserem Hotel, die ist dann weggegangen und dann bin ich rausgegangen und da lagen so überall Getränke und so, habe ich gedacht, okay, ich nehme 2 Cola. Und dann liege ich die im Kühlschrank und dann, damit nach dem Spiel, ich wusste schon, dass ich nicht im Kader war und ich wusste, okay, der wird bestimmt ziemlich müde sein und dann gibt es nicht besser als eine ganz frisch, ganz gekühltes Cola und das wollte ich ihm schenken dann nach dem Spiel. Ja, eine Cola, schön. Das ist Ja, sehr kreativ. Genau, das ist halt so, wenn man unterwegs ist, muss man etwas ausfinden. Ja. Du hattest ja einen Tag nach Christian Geburtstag, am 19.09. Also von daher war ja schon sehr früh in deinem Leben klar, dass du zu Borussia Dortmund gehst, ne? Oder? Ganz ehrlich zu sein, das war mir nicht so klar, dass es eine Bedeutung hat. Aber es ist natürlich Spaß, dass ich ja, aber jetzt 19. wird das ja wieder rund, ne? Genau. Jetzt hast du Christian ja eine Cola geschenkt, sehr kreativ ist. Und jetzt, was hat Christian dir denn geschenkt? Der hat mir eigentlich nichts geschenkt. Wie? Nee, leider nicht. Was ist das? Hat er vergessen? Ja, ich glaube schon. Ja, so geht's aber auch nicht, oder? Nee, normalerweise machen wir so, das neue FIFA-Spiel kommt immer raus. Ja. Ungefähr in der gleichen Woche. Und dann schenken wir. Also ich schenke ihm FIFA und er schenkt mir FIFA. Also, ja. Aber dieses Jahr habt ihr das verpasst einfach. Ja, wir haben damals letztes Jahr zusammen gewohnt und brauchen wir ja nur ein Spiel und ja. Sehr schön. So, jetzt widmen wir uns aber mal unseren morgigen Gegner, dem 1. FC Nürnberg, und wir werden jetzt gleich sehen, warum Nürnberg ein gern gesehener Gast in unserem wunderschönen Stadion ist. Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, eigentlich eine klare Sache. 12 Siege, 3 Unentschieden in den vergangenen 15 Begegnungen. Der letzte Erfolg der Klubberer in Dortmund liegt schon 28 Jahre zurück. Jakob Brun-Larsen war da noch nicht mal in Planung und von einem EM-Titel träumte in Dänemark auch noch niemand. Die jüngsten 5 Partien zu Hause gegen die Franken, allesamt klare Angelegenheiten. Volle Punktausbeute ohne einen einzigen Gegentreffer. Das letzte Nürnberger Tor im Signal Iduna Park datiert aus dem Jahr 2006. Der kleine Jakob war damals zarte 7 Jahre alt. Beim bislang letzten Duell im Jahre 2014 setzte es ein deutliches 3:0. Brun-Larsen sorgte damals in Lyngby, einem Vorort von Kopenhagen, für Furore. In der Hauptstadt entwickelte sich dieser Mann zum Publikumsliebling Thomas Delaney. Gegen Frankfurt stehen mit Brun-Larsen und eben Delaney erstmals 2 Dänen für Borussia Dortmund auf dem Rasen. Und setzen morgen hoffentlich die erfolgreiche Serie gegen die Klubberer fort.
Ja, auch das ist natürlich ein Stück BVB-Geschichte. 2 Dänen zusammen bei Borussia Dortmund. Du verstehst dich sicherlich ganz gut mit deinem Landsmann, mit Thomas Delaney. In welcher Sprache unterhaltet ihr euch übrigens? Meistens Dänisch, aber manchmal ist das schwer, wenn man mit ein paar Jungs Englisch sprechen muss und dann ein paar Jungs im Deutsch und dann manchmal reden wir dann Deutsch zueinander. Also kommt ein paar Englisch Wörter. auch und Dänisch? Nee, nicht Englisch, aber am meisten fehlen mir die Wörter in Dänisch, dann spreche ich halt einfach in Deutsch raus und dann, ja. Aber wir unterhalten uns gut und das ist gut, dass ich... Am Ende wissen auf jeden Fall alle immer Bescheid, ne? Genau. Das ist das Wichtigste. Genau. Das Heimspiel gegen Frankfurt war dein erstes Bundesliga-Heimspiel für unseren BVB. Wie ist das für dich, hier in diesem Stadion aufzulaufen? Ist total schön. Ich weiß noch, erste Mal hier zu spielen war im Pokal und ja, das Krasseste war eigentlich der Aufwärmen, fand ich. Weil da gehst du raus und ja, das war einfach geil. Du guckst nach oben vor den Süd und der geht einfach weiter und weiter nach oben. Und ja, das ist mir sehr, sehr, sehr schön und ich habe das sehr, sehr genossen. Wir haben ja Anfang der Sendung schon gesehen, wie gut du drauf bist und die Konkurrenz in der Offensive allerdings ist ja auch recht groß. Wie siehst du deine Rolle heute, morgen und langfristig beim BVB? Ich sage immer, ich konzentriere mich auf morgen oder auf heutiges Training. Mein Ziel ist, hier zu bleiben in langer Zeit. Ganz klar, wenn man hier in vielen Jahren spielen kann, dann hast du schon Riesenqualität, finde ich. Und das ist mein Ziel und ich hoffe natürlich, dass ich hier einen Unterschied machen kann, so nicht nur in einem Freundschaftsspiel oder so. Und ja, und das ist halt mein Ziel und ja, wir werden sehen, wie das morgen aussieht. Drücken wir dir auf jeden Fall alle Daumen. Kannst dich drauf verlassen. So ein netter Kerl, der Jakob Brunlasen. Ja, jetzt ein bisschen langsam. So, jetzt musst du im Zweikampf gegen mich ran. Okay. Ja, 1961 standen sich der Club und der BVB im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegenüber. Und die Spielführer dieser beiden Clubs waren auch WM-Teilnehmer 1954. Ob das wahr ist oder nicht, weiß. Wer kann 1961, wer kann denn da Spielführer gewesen sein? Du sagst, ist nicht wahr? Nein. Dann mache ich einfach mal, weil ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Du schwarz, ich gelb, ich habe keine Ahnung. Ja, das stimmt. Spielführer der Nürnberger war Maxl Morlock, bei Borussia Dortmund Heini Kwiatkowski. Sorry, aber ich weiß Das war leider jetzt, nicht, ich fand ja. das nicht so schwer. Ah, okay. 1976 spielten beide Clubs um den Aufstieg. Borussia verlor in Nürnberg 3:4, gewann zu Hause aber 3:2 und stieg aufgrund der auswärts geschossenen Tore auf. Och, das ist so eine Frage, die ich normalerweise wissen müsste. Und jeder erwartet, dass ich... die Ergebnisse weiß ich gar nicht. Ich kann da auch nur raten. Ich sag, ist wieder falsch. Falsch, dann sage ich wieder wahr. Ich vertraue den Fritz nicht. Ja, Borussia stieg auf, aber in Nürnberg verloren wir nicht 3:4, sondern wir gewannen 1:0 und in Dortmund 3:2. Also, die Geschichte stimmt nicht. Ja, mein Anfängerglück vielleicht. Man merkt, dass du dich ein wenig mit dem Verein beschäftigt hast, ne? Schon. Franz Bruns spielte bei beiden Clubs. Für den BVB schoss er gegen Benfica Lissabon beim sagenhaften 5:0 3 Tore. Für Nürnberg erzielte er gegen die Bayern in einem Bundesligaspiel 5 Tore. Niemals.
Gegen die Bayern 5 Tore, das ist doch gewiss, man wüsste es normal, aber einfach weil ich mir das wünsche, dass er das geschafft hat, sage ich ja. Die Geschichte ist wahr. Du sagst nicht wahr. Jetzt bin ich gespannt, Fritz. Ja, das ist richtig. Ja! Bruns erzielte für Borussia die 3 Tore gegen Lissabon und wirklich für Nürnberg 5 Tore in einem Spiel gegen die Bayern. Sehr schön. Sehr schön für Franz Bruns. Irgendwann würde ich gerne hören, Jakob Brun-Larsen erzielt 5 Treffer gegen Bayern. Gegen Bayern. Ja, vielleicht soll es mir ein paar Dann können wir dich aber, glaube ich, nicht mehr bezahlen. Ja, wir schauen mal auf den neuen Gesamtspielstand. Kommentar von Jakob. Sieht gut aus bei dir, muss ich sagen. Du bist gut drauf. Ich bin sehr gut drauf. 10:4. Ja. Ich bin sehr stolz. Ja, es gibt in dieser Saison Unikate von unseren Spielern. Letztes Jahr haben wir ja schöne Bilder gemacht und Jakob hat ein ganz tolles Präsent mitgebracht, nämlich ein Trikot. Nicht irgendein Trikot, sondern das Trikot vom Spiel gegen Hoffenheim. Und das erkennt man daran, dass hier Germany Candidate for UEFA Euro 2024, also die Kandidatur für die Europameisterschaft, und das wird jetzt unterschrieben und das könnt ihr ersteigern. Ihr geht einfach auf die BVB-Seite, dann Merchandising und dann gibt es ganz rechts einen kleinen Button, da steht Auktion. Und dort werdet ihr dieses Trikot finden. Übrigens, die Socken von Christian Pulisic sind auch noch drin. Vielen Dank für das Trikot. Jakob, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du möglichst unfallfrei, sprich verletzungsfrei durch die Saison kommst, dass du viele Einsätze hast, viele Tore schießt und dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Fußballer. Schön, dass du heute bei mir warst. Und alles Gute natürlich für morgen das Spiel gegen Nürnberg. Das war's vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut, bis demnächst.